Roadtrip im E-Auto. Von München über Frankreich und Spanien bis nach Portugal, wo ich meine Familie in Lissabon treffen werde. Das ist mein Projekt. Teil 1 findet ihr in der Beschreibung oder hier irgendwo auch als Link. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Ulf Unplugged Up and Away. Ja, mein Lieber, auch einen herzlichen Gruß aus der Sprecherkabine. Toll, dass du auf die ersten beiden Teile noch einmal hinweist. Vielleicht ist ja der eine oder andere wirklich zum ersten Mal dabei. Da kann man sich das alles noch einmal schön chronologisch anschauen. Für alle anderen gehen wir noch einmal zurück zu jenem Supercharger südlich von Barcelona, an dem ich während der letzten Ladepause ein erstes Fazit meines Trips gezogen hatte und dabei zu dem Schluss gekommen war, dass ich meine Route zwingend ändern muss. Ihr erinnert euch? Ich habe ja nunmehr einen gewissen Zeitdruck. Es ist Montag und am Donnerstag muss ich ja schon in Lissabon sein. Und was auf der Karte nicht sonderlich weit ausschaut, ist dann ja doch ein ziemlicher Ritt. Deshalb habe ich schweren Herzens aber dann doch meine Route noch einmal etwas überplant. Es wird nun nicht ursprünglich geplant weiter an der Mittelmeerküste gehen, sondern ich werde mich etwas direkter Richtung Westen orientieren. Okay, aber sag doch bitte noch mal kurz etwas zum E-Autofahren in Spanien. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier unten Elektroautos zu fahren. Das Tolle ist, hier zahlt man selbst in der Spitzenzeit gerade 36 Cent pro Kilowattstunde. In der Nebenzeit ab Mitternacht bis morgens, glaube ich, um 8 sind es 31 so in dem Dreh. Okay, so genau wollten wir es dann auch nicht wissen. Zurück zum Trip. Wohin soll es denn nun gehen? Also der Plan sagt, es soll nach Sevilla gehen. Je nachdem, wie die Fahrt verläuft, sollte ich gegen 11:30 ankommen. Mal schauen. Entweder nehme ich mir dort nochmal eine Unterkunft oder ich mache doch nochmal Carcamping. Oder vielleicht fahre ich auch noch weiter direkt bis nach Portugal, weil die Algarve reizt mich dann doch schon sehr. Und so hätte ich dann doch noch morgen und übermorgen, also sprich den Dienstag und den Mittwoch, für ein bisschen Sightseeing in der Algarve, bevor es dann am Donnerstag Richtung Lissabon geht. Sagt er leichtgläubig und setzt sich wieder hinter das Lenkrad. Raus geht's aus dem schicken Ladepark und auf schnellstem Weg zurück auf die Autobahn. Eine Autobahn. Für andere ist das nur ein ödes Stück Asphalt, das es zu bewältigen gilt. Doch für mich ist der Weg das Ziel. Ja, das klingt ein wenig überhöht, aber hinter dem Lenkrad kann ich ganz wunderbar entspannen. Vor allem auf so wunderbaren Strecken wie hier in Spanien. Wenig Verkehr, dafür umso mehr eine für mich weitgehend unbekannte Landschaft, die ich staunend genieße, während sie an mir vorbeifliegt. Schaut euch dieses bunte Blumenmeer auf dem Mittelstreifen an. Wächst das wild? Oder kümmert sich da jemand drum? Andere mögen es belächeln, ich kann mich wunderbar dabei entspannen. Deshalb liebe ich Roadtrips. Aber bevor es allzu gefühlig wird, natürlich bestimmen auch sehr viel banalere Dinge so einen Roadtrip. Zum Beispiel Hunger. Und nicht immer bleibt die Zeit, um stilvoll die schickste Tapas-Bar der Gegend auszumachen. Manchmal muss es quick and dirty gehen. Dann heißt es runter von der Autobahn und ab zum nächsten Schnellrestaurant. Und da man immer ein wenig Sorge um die Wertgegenstände im Wagen hat und nicht immer in Sichtweite des Autos einen Platz findet, muss es dann und wann auch mal ein Snack auf dem Parkplatz sein. 15 Minuten Pause, dann geht es weiter Richtung Westen. Die Landschaft, sie erscheint inzwischen etwas rauer und karger als zuvor. Täuscht der Eindruck? Oder liegt es vielleicht auch am Himmel, der sich Stück für Stück verdunkelt? Ja, man mag es kaum glauben, auf einmal fängt es sogar an zu regnen. Und so vertrete ich mir beim nächsten Supercharger-Stop ein wenig die Beine und genieße die Abkühlung von oben. Somewhere in the middle of nowhere. Unwirklich und zugleich wunderbar. Tja, es scheint mich irgendwie zu verfolgen, das mit dem Regen. Auch hier in Spanien gibt's dicke Wolken und es regnet, während ich hier an einem Supercharger irgendwo zwischen Valencia und Portugal. Allerdings das Gute, wir haben hier derzeit 29 Grad. Das ist viel angenehmer als zu Hause in München. Da darf man auch gern mal ein bisschen nass werden. Also Ladevorgang beendet, Scheibenwischer an und weiter geht's. Regentropfen perlen über die Scheiben und verdampfen im Nu. Und ich gleite weiter über den Asphalt, der Abendsonne entgegen. Welch herrlicher Anblick. Das Dilemma meiner Erkrankung können solche Bilder nicht heilen, aber mir bescheren sie ein Gefühl des Glücks, der Ruhe und Zufriedenheit. Auch deshalb war ich zu diesem Roadtrip aufgebrochen. Irgendwann wird es langsam dunkel und ich finde mich erneut an einem Supercharger wieder. Die Fahrt ist schön gewesen, aber auch ein wenig lang. Erste Ermüdungserscheinung. So, noch ein kleiner Ladestopp auf dem Weg von Valencia nach Tarragona.
Nein. Cordoba. Nochmal. So, noch ein kleiner Ladestopp auf dem Weg von Valencia nach Cordoba. Warum nach Cordoba? Erst war die Überlegung, bis nach Sevilla durchzufahren, aber das wäre heute Nacht sehr spät geworden. Deshalb habe ich entschieden, ich nehme mir ein weiteres Hotel in Cordoba. Cordoba, da war doch was? 82, glaube ich, ne? Die Schande von Cordoba. Fast, Ulf. Also ganz weit vorbei. 1982 war Gijón das große Einschlafspiel. Deutschland gegen Österreich 1:0 und dann 80 Minuten gepflegtes Alibi-Gekicke. Algerien raus, Schamgefühl rein. Cordoba dagegen, das war 1978. Und zwar in Argentinien. Österreich schlägt Deutschland 3:2. Hans Krankl trifft und ORF-Kommentator Edi Finger schreit sich ins Fußball-Olymp. Und Ulf, der steht jetzt in Cordoba, Spanien. Geschichtlich verwirrt, geografisch korrekt und kommentiert sich heldenhaft in die falsche Legende. Also gut, lassen wir das. Zurück zum Roadtrip und zum Hotel in Cordoba, Spanien. Mein Lieber, was sagt denn nun das Navi? Wann wirst du im Hotel ankommen? 1 Uhr ist mittlerweile Ankunftszeit im Hotel in Cordoba. Ich glaube, ich muss dem Hotel nochmal eine kleine Nachricht zusenden, dass es etwas später wird. Ja, ich hatte mich mal wieder mit den Zeiten und Entfernungen extrem verschätzt. Und so lande ich zu sehr später Stunde in meinem Finca-Hotel in Cordoba. Trotzdem ist es richtig, hier einzukehren. Für gerade mal 54 € bekomme ich ein schönes, sauberes Zimmer, in dem ich für einige Stunden vernünftig schlafen kann. Und so stehe ich am nächsten Morgen um 9:30 wieder fit zur Abfahrt bereit. Herzlich willkommen zum 4. Tag meiner kleinen Reise nach Portugal. Heute Nacht bin ich um 1 Uhr hier angekommen in dieser netten Finca. Jetzt geht's weiter zum Auto und dann ab nach Portugal an die Algarve. Auf geht's. Jetzt bei Tag erkennt man, wie schön es hier eigentlich ist. Guckt da mal hier. Ein Pool gibt es, einen Fußballplatz oder was ist das da hinten? Ja, ein Fußballplatz. Und das hier ist das Anwesen. Und der Spaß dabei ist ja, das Ganze hat mich keine 50 € gekostet. Schade, ich habe hier nur am Ende 7 Stunden, glaube ich, verbracht. Das hätte sich auch für mehr gelohnt. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, auch ein sicherer Ort hier unten. Der Parkplatz. Hier gibt es sogar einen kleinen Veranstaltungsort, eine Bühne. Da hinten steht er. Ich hätte sogar über Nacht hier aufladen können. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die richtige Karte dabei gehabt hätte. Ladekarten für Spanien und auch für Portugal wird nochmal ein extra Video sein. Da steht der Gute. Er ist auch noch heil, keine Fensterscheiben eingeschlagen. Okay, das war ein toller Aufenthalt hier. Aber jetzt genug der Rede, auf geht's wieder ab an die Algarve nach Portugal. So, dann programmieren wir mal den Zielort. Sagres, die südwestliche Spitze von Portugal. Da wollen wir hin. Schauen wir doch mal, was er mir berechnet. 5 Stunden und 8 Minuten. 3 Ladestops will er machen. Und ich soll um 15 Uhr ankommen. Dann fahren wir doch mal los. Der Wunsch, endlich mal irgendwo anzukommen, ist riesig. Zu dumm nur, wenn man dann kurz nach Abfahrt feststellt, dass man kaum noch Wasser an Bord hat. Also raus zum nächsten Supermarkt und schnell ein paar Besorgungen gemacht. Welch glücklicher Zufall. Hier gibt es einen Lidl und ich kann jetzt noch versuchen, meinen Wasservorrat ein bisschen aufzufüllen. Beim Lidl, den ich zuerst angesteuert hatte in der Nähe von Barcelona, die hatten kein grünes Wasser. Probiere ich also doch einfach hier nochmal mein Glück. Meine Wünsche werden erhört. Endlich liegen wieder einige Ampullen Sprudelwasser im Kofferraum. Ja, der Kofferraum. Dieser hat sich in der Zwischenzeit in eine kleine Messi-Hölle verwandelt. Alles liegt wild verstreut durcheinander. Und nun dient der Kühlschrank auch noch als Frühstückstisch. Ein Hauch von Carcamping. So habe ich bereits eine Dreiviertelstunde mit Einkauf und Frühstück vertrödelt. Und nun muss ich auch noch den Akku vollladen. Zum Glück ist der nächste Supercharger nicht weit. Was ich euch hier mal zeigen wollte, schaut doch mal, wir gehen mal raus, einmal ganz kurz.
Das hier ist ein ganz toller Supercharger. Und abgesehen davon, dass man hier sein Auto waschen kann, ist das Ganze hier wie eine Tankstelle eingerichtet. Vielleicht war es sogar früher mal eine Tankstelle. So etwas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Es gibt sogar hier ein Testfahrzeug. Auf jeden Fall eine sehr spannende Einrichtung hier. Genug geladen, wir werden weiterfahren. Auf geht's nach Portugal. Runter vom Gelände der Retro-Tankstelle und zurück auf die Autobahn. Weiter in Richtung Sevilla. Sollte ich dort vielleicht einen Stopp einlegen? Ich überlege. Vor etlichen Jahren war ich beruflich schon mal dort gewesen. Sevilla ist eine tolle Stadt, das hatte ich in Erinnerung behalten. Umso mehr wäre es purer Stress, nun die Innenstadt anzusteuern, wohl wissend, dass ich weiter in Richtung Portugal fahren muss. Nein, so ein kurzer Abstecher für einige Stunden, das würde mehr Frust als Lust bereiten. Vielleicht werde ich noch einmal auf dem Rückweg vorbeischauen. Dann also umso mehr die Fahrt genießen. Das Blumenmeer am Wegesrand. Oder auch diese großen Stieraufsteller mitten auf den Feldern. Wer hatte den wohl dort platziert? Die Zeit verfliegt wie im Flug. Dann endlich taucht Sevilla auf den Hinweisschildern auf und das Navi führt mich erneut zum nächsten Supercharger. Diesmal auf dem Gelände eines großen Outlet-Centers. So, das ist wohl, wie man sich Andalusien vorstellt. Wir sind hier kurz vor Sevilla, angeblich 31 Grad, aber wenn man sich das hier anguckt, dann sind das gefühlt 40. Ich habe solche Hitze schon lange nicht mehr erlebt. Das ist heftig. Wagen wird eine Runde geladen und dann geht's umgehend weiter im nächsten Schritt nach Portugal. Schnell überplane ich noch einmal die Route. Bereits der nächste Stopp an einem Supercharger wird in Portugal sein. Jetzt geht's nach Luleå ist in Portugal. Dort komme ich mit 25% an. Hier kann man die Route noch einmal sehen. Von Sevilla aus kommt bis in die Nähe von Faro. Und dann geht's weiter bis nach Sagres im äußersten Südwesten. Da habe ich mir jetzt schon gebucht. Das Mareta Beach Boutique Bed and Breakfast Hotel. Ich bin gespannt, wie das wohl sein wird. Ein kleiner Reminder für mich. Da ich während der Ladestops so viel gefilmt habe, blieb diesmal keine Zeit, das riesige Outlet Center einmal von innen anzuschauen. Beim nächsten Mal werde ich das nachholen. Obwohl ich Sevilla nur am Rande durchquere, zieht sich die Fahrt hin. Stau und zähflüssiger Verkehr bestimmen die Fahrt. Ein Vergnügen ist das nicht, aber das ist okay. Auch solche Eindrücke habe ich ja sammeln wollen. Gespannt warte ich auf die Grenze zu Portugal. Irgendwann habe ich augenscheinlich den letzten spanischen Rastplatz erreicht. Also, wir sind auf dem letzten Rastplatz vor der spanisch-portugiesischen Grenze. Ich freue mich gleich ganz besonders auf diese Grenze, aus 2 Gründen. Der erste, ich war noch nie in Portugal. Das ist das erste Mal, dass ich im westlichsten und südlichsten Zipfel Europas ankomme. Der zweite Grund ist vielleicht ein ganz trivialer Grund. Ich werde zum ersten Mal per Auto in eine neue Zeitzone gelangen. Bisher bin ich immer nur im Flugzeug geflogen und dann landet man irgendwo in der Fremde und der Pilot sagt, die lokale Zeit ist so und so. Ich bin gespannt, wie das gleich hier im Auto auf dem Handy sein wird. Springt die Uhr dann um? Hat das Navi überhaupt die richtige Zeit vorhin schon berechnet? Berechnet sie die Zeit auf Basis der Strecke? Oder wird da schon die Ankunftszeit in der anderen Zeitzone angegeben? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Ja, jetzt fahren wir einfach mal los Richtung Grenze. Sind nur noch wenige Kilometer. Und weiter geht's. Aktuelle Zeit 15:47 Uhr. Wie komme ich denn jetzt wieder auf die Autobahn zurück? Fahren wir erstmal vielleicht schneller in Portugal, als man überhaupt erwartet hat. Portugal. Da fahren wir mal hin. So, also hier heißt es schon mal Achtung, Achtung. Und dann ist die Grenze plötzlich da. Und ich bemerke den Übertritt erst Tage später beim Sichten dieser Aufnahmen. Wow. Ja, das ist ja der Wahnsinn. ChatGPT, kannst du mir etwas zur Brücke sagen? Und zack, rüber nach Portugal. 450 Meter Beton, 15 Meter überm Caia-Fluss, kein Maut, kein Kontrollblick, nicht mal ein Länderwillkommensschild zum Selfie. Die Ponte Internacional do Caia? Eher Autobahn mit Ausblick. Wer Drama will, bisschen weiter südlich gammelt die alte Ponte da Ajuda. Da ist wenigstens noch eine Brücke kaputt. Und schwubbeliwupp, schon ist die Uhr umgesprungen. Portugal, 14:50.
Wie, das war schon? Im Tesla ist die Uhr schon umgesprungen auf 14:51 Uhr. Handy zeigt noch 15:51 Uhr. Und willkommen in der Algarve. Ja, das war jetzt deutlich unspektakulärer, als ich das erwartet hatte. Für mich trotzdem ein tolles Erlebnis. Ein neues Land, das ich mit dem Auto bereise. Das war einer der Gründe, warum ich überhaupt diesen Roadtrip machen wollte. In diesem Sinn bin ich gespannt, was nachher in der Algarve auf mich wartet. Nun also endlich in Portugal, das 4. Land auf meiner Reise. Zuvor hatte ich mich häufig gefragt, ob ich den Wechsel zwischen Spanien und Portugal wohl wirklich bemerken würde. Anfangs merkt man es kaum, zumal das Grenzschild ja geradezu versteckt wird. Allerdings je mehr Kilometer ich in Portugal zurücklege, desto mehr verfestigt sich der Eindruck, dass das Land ziemlich grün ist. In den nächsten Tagen werde ich sicherlich noch mehr sehen. Egal, der nächste Supercharger wartet. Diesmal auf dem Gelände eines exklusiven Golfresorts. In Summe ist die Zahl der Supercharger hier in Portugal eher klein. Ja, man kommt durchs Land, aber man muss planen. Supercharger an jeder Ecke, wie bei uns, das gibt es nicht. Und so stehe ich hier in der Nähe von Faro zum ersten Mal in einer Supercharger-Warteschlange. Nachvollziehbar, denn dieses ist der letzte auf dem Weg in den südwestlichsten Teil von Europa. Daher lade ich den Akku noch einmal richtig voll. Und dann geht alles recht schnell. So schnell, dass ich es gar nicht richtig dokumentiert habe. Eine Stunde später ist es tatsächlich geschafft. Nach über 3000 Kilometern stehe ich in Sagres vor meinem Hotel. Welch ein Glücksgefühl. So, endlich angekommen in Sagres. Und ich glaube, das war hier eine sehr, sehr gute Wahl. Das hier drüben ist mein Hotel. Und das liegt hier total richtig, weil keine 50 Meter weiter ist der Strand. Hier gibt es noch ein Grillrestaurant und Bars gibt es hier hinten gleich in der Straße. Das werde ich nachher noch mal erkunden. Zimmer ist super, ich habe einfach duschen können. Bin jetzt frisch, kann noch ein bisschen durch die Gegend ziehen. Und Auto steht hier vorne gleich, auch gut abgestellt, scheint hier recht sicher zu sein. Und dafür, dass ich nur 2 Tage hier bin, ist das, glaube ich, insgesamt ganz gut. Das ist doch wirklich klasse. Eine gute Wahl. Irgendwie schon seltsam. Da hat man so lange davon geträumt, diese Fahrt zu machen. Und auf einmal ist man tatsächlich da. Geradezu plötzlich. Zeit über die Anreise und den Roadtrip noch einmal nachzudenken. Ich habe ja innerhalb von 3 Tagen 3010 Kilometer abgerissen. Mehr oder weniger in einem durch. Jo, das war ein heftiger Trip. Ich hatte es mir, glaube ich, etwas einfacher vorgestellt. Aber sei es drum. Es war ein Plan und ich habe ihn durchgezogen und das war für mich gut, richtig und wichtig. Also denn, jetzt erstmal essen. Ja, dann mal guten Appetit. Und diese Fragen beantworte ich in der nächsten Folge. Welche Restaurants und Bars werde ich in Sagres besuchen? Das war ein wunderbarer Abend. 2, sogar 3 gute Cocktails. Wird mir der Strand gefallen? Da sind wir nun endlich angekommen am Strand. Welche Weisheiten fliegen mir am Strand nach einigen Cocktails zu? Es war alles dann doch ziemlich anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und was nehme ich aus Sagres mit? Ulf ohne Sonnenbrand, das geht halt nicht. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann hinterlasst doch gerne ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Mich würde das sehr freuen. Und sollt ihr die ersten Folgen dieses Roadtrips verpasst haben, dann klickt doch gerne hier oder schaut in der Beschreibung zu diesem Video nach. Dort findet ihr viele weitere Infos und Links. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in Kürze zu einer weiteren Folge bei Ulf Unplugged, Up and Away, der große Roadtrip.